Für diese Folge haben wir den Spieß umgedreht. Statt selbst Themen zu setzen, haben wir bei unseren Kunden nachgefragt, was wollt ihr wissen? Herausgekommen sind Fragen zu Cloud versus On-Premise, Kubernetes im Produktivbetrieb, KI-Integration und den Besonderheiten der Pharma-IT. Unsere beiden Experten, eigentlich waren es die einzigen Kollegen, die gerade im Haus waren, geben kurze, ehrliche Und die auch keine Wahl hatten. geben kurze, ehrliche Antworten, ohne Folien, ohne drumherum. Herzlich willkommen zum Weekly Talk, dem Videopodcast der Innosoft AG. Aber im Ernst, danke, dass ihr euch die Zeit nehmt, mal kurz hier vor die Kamera zu treten. Das ist ja immer ein großer Vorteil, wenn man sozusagen das Studio im Haus hat und muss nur mal eben durchs Haus rennen. Und wer dann am falschen Zeitpunkt oder zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort ist, der steht dann plötzlich vor der Kamera. Das ist ja quasi so eine, wie soll man sagen, eine Osterfüllfolge. Wir haben letzte Woche die Kollegen einfach mal so an ihren Arbeitsplätzen besucht. Und heute versuchen wir halt mal was Neues, die Fragen, die wir von unseren Kunden gesammelt haben, die mal konkret zu beantworten. Also steigen wir ein. Was unterscheidet professionelle Softwareentwicklung von es funktioniert halt? Ich würde sagen, der wichtigste Punkt ist das Mindset, dass man wirklich versteht, Softwareentwicklung ist viel mehr wie Visual Studio aufmachen, bisschen tippen, fertig sein. Das ist so der Klassiker, bei mir geht's. Ist meistens auch so. Bis es beim Kunden geht, das ist halt eine viel längere Geschichte, die man Ende zu Ende denken muss. Und wenn ich das Mindset nicht habe, werde ich wahrscheinlich immer Schwierigkeiten haben. Dazu passt im Grunde auch die nächste Frage. Wie viel Zeit sollte man ins Testen investieren und wann ist es zu viel? Jetzt würde ich total gerne mit einer ganz konkreten Zahl um die Ecke kommen. Hängt viel vom Kontext ab. Mit Sicherheit irgendwie etwas, was GXP-compliant passiert, wird einen ganz anderen Testaufwand sehen. Bei allem fällt mit Sicherheit rein, ich muss mich fragen, was teste ich warum, was sind meine Risiken, was muss ich absichern, was kann ich eventuell akzeptieren. Am Ende des Tages ist es eine Geldfrage unter Umständen. Was sagst du zum Testen bei Eigenentwicklungen? Ja, wir haben ja auch selber den einen oder anderen Ansatz da verfolgt. Also ich würde es auch nicht in Zahlen fassen wollen. Es geht halt einfach darum, ich mache verschiedene Tests, die sind einfach gegeben. Also ich muss auf jeden Fall meinen Entwicklertest machen, ich muss einen Systemintegrationstest machen. Das unterscheidet uns übrigens auch als Frage zur Antwort zur ersten Frage. Virtual My Machine reicht nicht, ich muss halt diese Tests auch machen und solche Sachen. Und wenn ich das dann halt alles berücksichtige, dann ist halt im Endeffekt die Frage, welchen Deckungsgrad will ich erreichen. Wir haben Kunden und Projekte, da gehen wir von bis zu 98% automatisierte Testabdeckung aus, die dann passiert, das kostet halt dann auch entsprechend Geld. Und was jetzt dann gutes Maß ist, das hängt ganz davon ab, was jetzt das Ziel, in welcher Umgebung bin ich und solche Sachen halt. Aber im Grunde auch das Mindset von demjenigen, der quasi hinter der Maschine steht und die Entwicklung betreibt. Wenn er sagt, naja, funktioniert schon, ich bin so ein guter Entwickler, dann brauche ich, oder? Das Mindset spielt ja irgendwo auch eine Rolle. Klar, ich meine, wenn ich nur sage, was ist der Good Case und sage 1 und 1 kommt 2 raus, wird fertig sein die Lösung, dann kann es sein, dass es geht, muss aber nicht. Deswegen bin ich ganz bei Timo. Ich muss mich fragen, was muss ich alles testen, was muss ich sicherstellen? Und dementsprechend werde ich mich aufstellen müssen. Das heißt, Testen ist niemals optional, Testen ist immer verpflichtend. Ich muss halt clever rangehen. Ich kann alles automatisiert bis zum Anschlag testen und viel Geld ausgeben, ohne einen Mehrwert rauszuholen. Und vielleicht beim nächsten Update, wo ich 50% Applikation umschreibe, schreibe ich auch 50% der Testcases neu. Kann sinnvoll sein, kann nicht sinnvoll sein. Nächste Frage ist, wie für dich gemacht, Carsten? Clean Code, Ideal oder Realität im Projektalltag? Das war jetzt ironisch gemeint. Nein, in der Tat ist es natürlich etwas, und da hat ja schon dann Timo auch gerade vorgelegt, das ist ein super wichtiger Punkt, weil man sich immer bewusst sein muss, Softwareentwicklung, muss ich Ende zu Ende denken. Das heißt auch, ich muss dran denken, es gibt irgendwen nach mir, der wird es eventuell verändern müssen. Das heißt, Clean Code ist mit Sicherheit als Prinzip ja schon immer da, ist in der Wirklichkeit insoweit schwer zu leben, als dass es Geld kostet. Das heißt, man muss auch darstellen können, warum ist es gut, es zu machen, warum sollten Kunden das Geld investieren und eben nicht sagen, naja, streichen wir testen, sparen wir x zigtausend Euro, sondern das muss ich halt wirklich als Prinzip verstehen und den Mehrwert eben auch dann für mich nutzen.
Ich sehe Clean Code schon als ein Ideal. Ne? Das ist ja die Frage. Ich halte es aber auch als Ideal in der Softwareentwicklung, weil es geht ja bei ganz einfachen Sachen los. Das ist ja aufgeteilt in mehrere Grade. Ja, inwieweit ich das erfülle, ist dann ja mir überlassen sozusagen. Es gibt nicht so, jetzt bist du Clean Code 100% oder so, sondern geht ja los allein mit dem Mindset, dass ich bestimmte Grundsätze einhalten will. Das ist also eine der ersten Grade bei dem Clean Code. Und das kann auf keinen Fall verkehrt sein, so ein Mindset zu haben. Aber es ist ja interessant, dass so eine Frage von einem Kunden kommt, dass er sich sozusagen quasi auch in so eine, wie soll man sagen, so eine Denke reinfindet, oder? Dass er diese Frage überhaupt stellt. Bedeutet ja, dass er sich, sagen wir mal, ein bisschen tiefer mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Oder schon das eine oder andere negative erfahren hat, Oder das. was nicht so gut ging. Dokumentation, auch ein wunderbares Thema, gerade wenn man im Pharmabereich unterwegs ist. Wie viel ist genug? Das ist natürlich auch jetzt keine Frage, wo man sagen kann, es gibt diese eine Antwort. Das hängt auch immer sehr stark vom Kontext ab. Ich drehe es mal so rum. Wenn man jetzt mal die ganzen regulativen Vorgaben einfach weglässt, ist natürlich immer so eine gute Rule of Thumb. Wenn es der Nächste nach mir nicht versteht, dann war es auf jeden Fall zu wenig. Sehr gut. Kubernetes in einem Satz. Was ist das eigentlich? Kubernetes ist ein Orchestrator, wo ich Container mitsteuern kann. Ein Container ist eine Art und Weise, Software laufen zu lassen. Und die mir erlaubt dann, dass die ganze Infrastruktur quasi zentral zu verwalten und das Ganze zu skalieren und das Ganze, den Rollout von Software halt zu vereinfachen. Das ist ein komplettes System sozusagen zum Bereitstellen von Software. Keine Ahnung, ob es der gleiche war, aber hier steht dann als nächstes, wann lohnt sich Kubernetes und ab wann ist es Overkill? Overkill ist es, also Kubernetes ist sehr umfangreich von den Komponenten, die es braucht, die du brauchst, um das zu betreiben. Hast ein Netzwerkmodul, hast ein Storage-Modul, hast dann diese Container-Engine, den ganzen Kram. Wenn du dafür das alles aufsetzt, um dann eine kleine Website zu hosten, dann hast du was verkehrt gemacht. Da geht die Rechnung nicht auf. In dem Moment, wo du aber sehr viele Anwendungen hosten willst und schnell einen Rollout von einer Anwendung machen können willst, da lohnt sich dann Kubernetes. Also der Aufwand, Kubernetes zu betreiben, ist hoch. Aber in dem Moment, wo ich halt viele Anwendungen betreiben will, relativiert sich das sehr stark dann. Eine genaue Grenze gibt es dann natürlich nicht, weil eine Anwendung ist ja auch nicht definiert in, eine Anwendung ist eine einheitliche Einheit mit so und so viel Kilobyte oder sowas. Das gibt es ja nicht, aber im Prinzip geht es um die Komplexität. Ich schiebe jetzt einfach mal eine Frage rein, die mich interessiert. Ist das eine Anforderung, die auch von Kundenseite kommt, dass man etwas per Kubernetes aufbaut oder ist das quasi eher eine Entscheidung, die wir dann treffen für den Kunden? Wir haben das schon als Kundenanforderung gehabt, weil Kunden betreiben solche Kubernetes-Plattformen wie zum Beispiel OpenShift ist eine in ihrem Unternehmen, um halt Anwendungen bereitzustellen. Und dann ist das natürlich auch eine Anforderung an uns. Baut uns eine OpenShift-Anwendung. Also da gehören dann noch ein paar Dateien dazu, die halt angeben, wie das Ganze hochgezogen verteilt wird, welche Komponenten dazu gehören. Ist ein bisschen mehr als nur die Anwendung bauen. Und das kann durchaus eine Anforderung sein, ja. Was dann das Schwierigste ist, die nächste Frage an Kubernetes im Produktivbetrieb? Kubernetes, wie ich schon gesagt habe, ist sehr viele Teile. Alles davon oder das meiste davon ist Open Source. Das entwickelt sich in allen Teilen auch und diesen ganzen Haufen zusammenzuhalten, am Laufen zu halten. Also wer das machen muss, ich beneide ihn nicht darum. Eine Kubernetes-Plattform am Laufen zu halten, ist die größte Schwierigkeit. Allein nur das Ding laufen lassen, ohne dass man irgendwas dran verändert. Ja? ChatGPT im Arbeitsalter. Jetzt fange ich schon an zu stoppen. Hilfreich oder gefährlicher Halbwissen-Generator? Jetzt ist die Frage, ob man Arbeitsalltag auf uns bezieht, auf Kunden, auf allgemein. Ich würde es mal ganz allgemein beantworten. Es ist ein mächtiges Tool, aber es wird mich niemals vom Nachdenken und Verstehen entbinden. Es ist immer noch meine Entscheidung, was ich aus den Infos mache. Wenn ich blind Copy-Paste mache, ist es ein Albtraum oder kann einer werden. Wenn ich es klug einsetze, kann es mir Arbeit abnehmen oder auch einfach helfen, dass Dinge runder werden, dann im ersten Wurf. KI und Datenschutz, wie passt das zusammen? Das ist ein Thema, was halt sich miteinander ein bisschen beißt, aber es kommt darauf an, wie ich meine KI-Anwendungen halt umsetze und plane. Wenn ich meine KI halt in-house hoste und meine ganzen Technologien in-house habe, habe ich auch kein Datenschutzproblem, weil KI liegt ja jetzt nicht automatisch einfach Daten. Das passiert ja nicht. Man muss halt schon ein bisschen Rücksicht walten lassen. Das habe ich aber in jeder Software, die ich baue. Muss ich gucken, dass nichts rausliegt. Ja? Da ist KI auch nur eine Software wie jede andere. Wo ich halt drauf achten muss, ist, KI wird halt sehr viel in der Cloud angeboten. Also die meisten KI-Angebote sind Cloud-Angebote. Da habe ich generell das Thema
wie ist denn das mit meinen Daten in der Cloud? Ja, nicht mal so allzu sehr, wie ist denn das mit meinen Daten und KI? Das ist halt eher ein noch viel größeres Problem im Moment. Haben das unsere Kunden auf dem Schirm? Grundsätzlich ja, was man mit Sicherheit immer wieder auch als Thema hat, und das würde ich auch gerne noch hinzufügen ich hoste es in der Cloud. Neben dem, dass ich mich natürlich allgemein mit beschäftigen muss, wo liegen die Daten, werden die für Trainings benutzt, wo werden die unter Umständen noch einfließen, wird natürlich auch wieder Testaufwand jetzt hier, also dieses Red Teaming, gerade bei Chatbots super wichtig sein, weil ich natürlich nicht nur möchte, dass mein Chatbot die richtigen Antworten gibt. Ich möchte auch festlegen, dass er bestimmte Sachen nicht beantwortet, bestimmte Infos nicht rausgibt. Plus natürlich, dass ich mir sicher sein sollte, wer benutzt es und darf diese Person diese Information bekommen. Also hängt vieles dran und das ist nicht nur Technik, das ist eben auch viel Prozess und Testing und überhaupt sich bewusst zu machen, was passiert wo. Sehr gut. Rack-Pipelines. Welche Embedding-Modelle und Vektordatenbanken setzt ihr ein? Das ist sehr unterschiedlich basierend auf der Umgebung, wo wir unterwegs sind. Wenn wir einen Kunden haben, der zum Beispiel ein Azure-Kunde ist und da ein NDA hat und das alles okay ist, dass da Daten auch in die Azure Cloud gehen, dann nutzen wir gerne die OpenAI-Modelle von Azure, das Text-Embedding Small oder Large, je nachdem, was an Performance gebraucht wird. Wenn ich nur wenige Ressourcen habe, dann nutzen wir ein Modell, das nennt sich BGE Micro V2, das basiert auf BERT, das ist super klein, das läuft auf CPUs und wenn ich sowas in so einem Mittelding habe, da gibt es dann, oh Gott, wie heißt das, Minimal 6 V2 oder sowas von Hugging Face, der Transformer Library, das ist diese Standard-Library, wo alle mitprogrammieren heute. Die haben ein Embedding-Modell, was das beste Embedding-Modell aller Zeiten sein oder werden soll und das ist natürlich auch keine schlechte Wahl, sage ich schon an der Stelle. Wird KI Entwickler ersetzen? Das ist natürlich aktuell eine super populäre Frage und wird natürlich auch stellenweise so ganz gern dargestellt, dass die Zeit der Softwareentwickler zu Ende geht. Und jetzt kann niemand in die nächsten 100 Jahre schauen natürlich, aber ich würde sagen, in absehbarer Zukunft nein. Es wird eher so sein, dass die Entwicklung, wie sie passiert, sich zwar verändert und dass die Entwickler sich anpassen müssen an die Tools, aber es wird nicht ohne Entwickler ausgehen. Oder ich weiß nicht, ob ich in einer Welt leben wollte, wo Software ohne Entwickler entsteht. Dazu passt die nächste Frage. Wie evaluiert ihr die Qualität von LLM-Outputs systematisch? Ja, das Systematische an der Sache ist, dass wir LLMs nehmen, um den Output von LLMs zu überprüfen. Das Verfahren nennt sich LLM as a Judge und ich habe den Effekt, dass ich bei LLMs oft unterschiedliche Spezialisierungen von LLMs habe. Das eine ist gut für Antworten zu generieren, das andere ist gut für Reasoning, für zu bewerten. Dann gehe ich hin und sage, okay, hier, das ist die Antwort auf diese Frage. Zweites LLM, was hältst du davon? Das kann ich sogar unter Umständen mit mehreren LLMs machen und so eine Art demokratische Abstimmung zwischen den LLMs machen, ob die alle die Antwort gut fanden. Das ist ein Verfahren, was wir zum Beispiel sehr häufig nutzen. Also LLM as a Judge in dem Fall für komplett automatische Überprüfungen. Wieder eine Frage von mir, hat aber auch damit zu tun, dass man oft gar nicht das Fachwissen hat, um das, was aus so einem Output herauskommt, zu bewerten, oder? Dass ich dann quasi irgendwie auch eine fachliche... Genau. Also es geht ja ums automatische Bewerten. Genau. Wenn ich jetzt nicht automatisch bewerte, dann nehme ich mir jemanden von der Fachabteilung und sage ihm, guck mal hier, das habe ich Tolles generiert. Bin ich jetzt so schlau wie du? Ja oder nein? Und dann sagt er mir schon, dass mein LLM da dass ich ziemlichen Quatsch generiert habe. Dann sehen wir auch, wo die Qualitäten der Modelle dann liegen oder nicht. Oder ob wir die richtigen Fragen stellen. Als hätte der Fragesteller gewusst, in welche Richtung wir gehen. Welche Technologie ist gerade überhyped? Also ich würde sagen, auch wenn es vielleicht nicht klassisch jetzt Technologie ist, Vibe Coding. Also ich unterhalte mich ein bisschen mit dem Large Language Model und dann kommt meine fertige Applikation raus. Es ist ein mächtiges Konzept. Man darf es aber niemals verstehen, als es baut finale Software, schon gar nicht Enterprise-Software. Das ist garantiert für einen kleinen Use Case, wo es auch nicht drauf ankommt, wo Fehler passieren können. Für einen Prototypen ist das super mächtig, wenn man sich das vorstellt. Wir reden mit Kunden über Anforderungen. Der Kunde hat eine Idee, die er stellenweise selber erstmal durchdenken muss, schwer visualisieren kann. Wenn man sowas nutzen würde, dass der Kunde auf die Weise eine einfache Applikation hat, die illustriert, was er möchte, dafür ist das super. Gut. Für echte Softwareentwicklung gibt es ein anderes Konzept. Agentic Engineering, da geht es wirklich darum, mich beim Entwickeln zu unterstützen. Aber ich bin trotz allem der es entscheidet, verantwortet, tut oder auch nicht tut. Das ist eine ganz andere Geschichte. Kommen wir ins Pharma-Umfeld. Power-Plattform im GXP-Umfeld. Was geht? Ist aktuell auch. Nein, Nein, aktuell sehen wir bei all unseren Kunden
im Pharmaumfeld, das treibt sie alle, weil es natürlich im Endeffekt, ja, ne, natürlich super charmant ist zu sagen, die Power-Plattform bringt mir eine gewisse Agilität in der Entwicklung, vielleicht auch eine gewisse Leichtgewichtigkeit im Hosting, also alle Sachen, die mitkommen, die vielleicht auch für dich früher mit Dokumentum und Orakel bis Größenaufwand betreiben musste, ist es natürlich super charmant. Ist natürlich, weil es eine SaaS-Plattform ist, immer so ein bisschen die Diskussion, die verändert sich ja, richtig. Prinzipiell ist aber die Power-Plattform vollkommen geeignet, um GXP-Workloads zu hosten, wie man dann da so schon sagt. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, es ist eine geteilte Verantwortung. Ein Teil der Verantwortung, sprich die qualifizierte Plattform, liegt bei Microsoft. Die Validierung meiner Applikation, aller Prozesse, aller SOPs, Zugangsrechte, das ist alles mein Thema. Das muss ich halt passend managen. Und dann kann ich da entsprechend auch GXP-relevante Lösungen auf der Power-Plattform hosten. Sehr gut. Was ist der häufigste Fehler, den IT-Teams ohne Pharmaerfahrung machen? Zu glauben, es wäre eine rein technische Aufgabe. Spielt das dann so in dieses Validierungs- und Also Dokumentierthema und Qualifizierungsthema? Das fällt mit rein, sich erstmal bewusst zu sein, wenn ich eine Anfrage habe, ist eine der allerersten Fragen, die ich klären muss, ist es GXP oder irgendeine andere Form von Regulativ, die ich befolgen muss oder nicht. Das treibt schon ganz viel, wie ich mich aufstellen muss und natürlich sich bewusst zu machen, das ist halt keine Schallplattensammlung, die wir bauen. Das steuert wichtige Prozesse und am Ende des Tages, wenn man es ganz einfach ausdrückt, sollte schon das richtige Produkt in der richtigen Wirkstärke in die Schachtel reinkommen. Es wäre unerfreulich, wenn es anders wäre. Genau. Ja. So, hier weiß ich nicht genau, wer das beantworten kann. Wie schafft ihr es, agil zu arbeiten, wenn jede Anforderung durch ein Change-Control-Verfahren muss? Also auch wieder Daten im Pharmaumfeld. Ich würde es nicht als Gegensatz verstehen wollen, sondern natürlich, ich habe bestimmte Vorgaben, wie ein Change zu passieren hat. Jetzt muss man immer sehen, dass dieser Change-Prozess ist halt nicht leichtgewichtet, wird er auch nicht sein. Es ist mit Sicherheit auch gut so. Das heißt, ich habe eine gewisse Zeit, die geht ins Land, um etwas in Produktion zu bringen. Heißt, umso mehr ich möchte, das, was ich nach Produktion bringe, soll im ersten Wurf genau das sein, was ich möchte. Das heißt, der Weg davor, den agil anzugehen, um halt sich wirklich mit einem Best Fit nach Produktion zu begeben, macht auf jeden Fall Sinn. Also von daher ist es für mich kein Gegensatz, das ist eher etwas, wie ich Dinge gestalte und Ergänzung, Herr Becker? Ne, du kannst ja einen agilen Prozess. Tatsache ist, sagen wir mal ehrlich, so agil sind agile Prozesse. Das ist doch ein wunderbares, Also, hört sich doch ja, großartig an, oder? ja, weil nehmen wir mal Scrum oder sowas, da hast du ja schon Sprints, die abgesteckt sind. Du weißt genau, was passieren wird in dem Sprint und kannst halt noch ein bisschen angleichen. Und wenn du dann deinen Change-Prozess darauf ausgerichtet hast, dass du halt auch weißt, ab dann und dann steht was zur Verfügung, so lange dauert der Change-Prozess, bis dahin ist es ein Release, dann kannst du deine restliche agile Entwicklung darum planen, ja. Also das klingt, es nennt sich zwar agil, aber ich finde, es ist so super straight durchgeplant von vorne bis hinten in der Regel. Es ermöglicht mir noch hier und da zu variieren, ja, aber die Change-Prozesse sind ja definiert, die Entwicklungsprozesse sind definiert und wenn ich das richtig aufsetze, greift das Hand in Hand. exakt. Das heißt, da muss man auch mal gucken, dass bei in der Tat agil versteht auch heutzutage immer noch der eine oder andere, das wäre so eine Art von Zuruf. Ja, genau. Was ich will. Das ist halt, wir machen den Button doch grün. Genau. Was wird jetzt passieren? Wir haben 4 Stunden, ich schaff's in 2. Genau. Vorletzte Frage an beide. Also die beiden letzten Fragen würde ich euch beide stellen. Was war die kniffligste technische Entscheidung im letzten Jahr und wie habt ihr sie gelöst? Oh. Ladies first. Okay. Aber wenn du nichts hast, also Ja, Timo? bei mir war es ist sehr technisch halt. Wir haben die Wahl gehabt, welchen Vektor-Store, welche Datenbank wir nehmen, um in unseren REC-Modellen bei einer großen Datenmenge von 40 Millionen Dokumenten, das ist halt, da stecken Kosten dahinter. Die berechnet man und schiebt man nicht schnell von A nach B, wenn man sich heute entscheidet, ich nehme mal das, morgen ich nehme mal das. Und da die richtige Wahl zu treffen, die zukunftssicher ist und mit der wir uns nichts verbauen, das war so mit das Kniffligste und gelöst haben wir es im Prinzip eigentlich, indem wir halt eine wirklich intensive und gut durchdachte Evaluierungsphase und verschiedene Produkte nebeneinander gehalten haben, geguckt haben, was macht der Markt. Also ganz klassisch eigentlich, Gut. aber das war schon, also da steckt dann viel dahinter. Ja, das sind schon hohe fünfstellige Beträge, um so einen Datensatz zu generieren. Und wenn du dann feststellst, okay, ich habe den jetzt in die falsche Datenbank regeneriert, muss ich alles nochmal machen.
Gut. Nicht so gut. Letzte Frage. Was würdet ihr eurem jüngeren Entwickler-Ich raten? Großartige Frage, oder? In der Tat. Ganz allgemein offen zu sein, sich jetzt nicht zu sehr festzuschießen auf, ich bin React-Entwickler. Das macht man eine Zeit lang. Ich meine, wir machen das ja schon 2, 3 Dienstage. Das heißt, wir alle wissen, es gibt Programmiersprachen, die Leute, die heute vielleicht 20 sind, nicht mehr kennen. Die fanden wir damals alle super wichtig und hip und die hat man gemacht. Aber im Endeffekt ist das Wichtige, Konzepte wirklich zu beherrschen. Die Konzepte, die ändern sich eher langsam oder werden ergänzt oder verfeinert. Ob ich das jetzt mit der Sprache A oder B mache, das ist vielleicht Präferenz. Die eine macht mehr Spaß für die andere. Aber die Welt wird sich weiterdrehen. Also sollte ich eher mich darauf einlassen und sagen, ja, es ist schön, dass das Neues passiert. Das schätze ich auch an unserem Beruf, dass ich eben nicht 40 Jahre lang das exakt Gleiche Von A nach B. Und andere Menschen mögen das. Ich finde es einfach schön, dass man einfach sagen muss, okay, alles, was ich vor 10 Jahren gelernt habe, ist außer die Konzepte hübsch, um später drüber zu reden. Und dann gibt es immer was Neues. Ja, im Prinzip genau das. Und an sich, ich habe irgendwann mal, das ist 25 Jahre her oder so, in 30 habe ich gesagt, SharePoint, das ist ein Quatsch, der wird sich nie durchsetzen, der Quatsch. Da lag ich vielleicht ein bisschen verkehrt, das würde ich vielleicht von einem jüngeren Entwickler nicht sagen. Okay, das ist vielleicht keine Technologie, die nach einem halben Jahr wieder verschwunden ist, wie irgendwelche komischen Workflow-Foundations im .NET-Framework und so ein Zeugs, von denen du heute nichts mehr hörst und gesehen hast, die irgendwo untergegangen sind in anderen Technologien. Aber damals habe ich halt gesagt, ey, SharePoint, so ein Quatsch, ey. Und Das war jetzt, vielleicht nicht die zukunftsträchtigste Entscheidung oder das. ja, es ist interessant, wie der Markt dann quasi so alles reagiert. Und das Expertenteam hat doch, ich glaube, vor 1,5 Wochen oder so ist wirklich SharePoint 25 Jahre alt Genau, geworden, das oder? Das war ja 25 war es dann, ja. Das ist natürlich ganz knapp verschätzt, Timo. Ja, ich weiß nicht. Es war schon mal lange her, ja. Sehr lange her. Das stimmt. Sehr gut. Vielen lieben Dank. Das war jetzt sozusagen so eine Experimentalvariante. Mal gucken, ob sich das etabliert. Wollten wir ja so einmal im Vierteljahr machen. Ich fand die Fragen jetzt durchaus ganz interessant. Danke für eure Zeit und die guten Antworten. Ja, Und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Bleiben Sie gesund und uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.